Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um den Test der Corus Apex 2 Pro. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, dass mir Corus ein Review-Gerät zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise ich konnte es jetzt 4 Wochen testen und möchte meine Erfahrung hier in diesem Test wiedergeben. Die Corus Apex 2 erscheint hierbei in 2 verschiedenen Varianten. Wir haben einmal eine Pro-Variante mit 46 mm Größe bzw. 53 Gramm schwer, wenn man hier ein Nylon-Armband verwendet. Die zweite Version ist die normale Corus Apex 2. Diese erscheint mit 43 mm Größe und einem Gewicht von 42 Gramm, auch hier ebenfalls mit einem Nylon-Armband. Die Corus Apex 2 bzw. Corus Apex 2 Pro haben beide ein Touch-Display bzw. auch ein Memory-in-Pixel-Display. Das bedeutet, dass hier das Display gerade bei Sonneneinstrahlung wirklich sehr gut ablesbar ist, weil das Ganze hier entsprechend reflektiert wird. Darüber hinaus muss man sagen, wenn es dann dunkel wird, muss es dann mit einer Hintergrundbeleuchtung beleuchtet werden, weil es dann einfach viel zu dunkel ist. In der kleinen Variante, also in der Apex 2, hat das Display eine Größe von 240 x 240 Pixel, während die große Variante, also die Pro-Variante, hier mit 260 x 260 Pixel aufschlägt. Geschützt werden dann beide Uhren auch mit Saphirglas. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo anstoßt oder hängen bleibt, dann bekommt ihr auch direkt keinen Kratzer ins Display hinein. Gegenüber dem Vorgängermodell der Apex 1 bzw. Apex 1 Pro haben wir hier bei beiden Uhren jetzt eine Titaniumverkleidung. Das heißt, sowohl die Lünette als auch der Hinterbereich der Uhr ist dann hier mit Titanium verbaut. Aber interessanterweise verliert hier das Nachfolgermodell, was die Wasserdichtigkeit angeht, hier 5 ATM, während die Vorgängermodelle hier noch mit 10 ATM das Ganze unterstützt haben. Ebenfalls bekommt die Corus Apex 2 Pro auch wieder einen barometrischen Höhenmesser verbaut. Das heißt also, ihr könnt dann die Höhen wieder direkt über den Barometer messen, als auch hier eine Unwetterwarnung einstellen. Das bedeutet, wenn das Ganze aktiviert und entsprechend hier die Millibars so weit fallen, bekommt ihr hier eine Warnung, eine Sturmwarnung auf die Uhr, damit ihr auch, wenn ihr zum Beispiel in den Bergen unterwegs seid, immer Bescheid wisst, ob hier Gefahr und Verzug ist. Was die Konnektivität angeht, so haben wir bei der Apex 2 Pro hier ein kleines Update bekommen. Beide Uhren bekommen jetzt hier einen WLAN-Chip verbaut, bzw. haben einen WLAN-Chip an Bord. So könnt ihr dann eure Daten hier via WLAN direkt hochladen und müsst das Ganze nicht direkt über die Corus App machen. Ebenfalls habt ihr dann auch die Möglichkeit, hier Offline-Musik mitzunehmen. Das Ganze haben wir jetzt zum Beispiel auf der Vertex 2 dann gesehen. Das haben wir jetzt bei der Corus Apex 2 und Apex 2 Pro ebenfalls. Hier ist aber dann zu wissen, dass man hier nur eigene MP3-Files mitnehmen kann. Das heißt also Streaming-Dienste wie zum Beispiel Spotify oder Amazon Music oder auch Deezer, da gibt es hier keine Schnittstelle bzw. könnt ihr hier keine Offline-Musik mitnehmen. Es ist dann auch nicht immer gesagt, wenn was Neues herauskommt, dass immer alles besser ist. Was ich hier leider vermisse bei der Uhr, das ist die ANT-Plus-Schnittstelle. Die Vorgängermodelle haben das Ganze noch unterstützt. Leider finden wir das auf der Corus Apex 2 Pro nicht mehr. Wir haben es ja schon bei der Vertex 2 gesehen, da wurde auch nur noch Bluetooth unterstützt. Also wie gesagt, Bluetooth ist hier noch dabei. Aber sobald ihr jetzt ANT-Plus-Geräte miteinander verbinden möchtet oder hier nutzen möchtet, das ist mit dieser Uhr hier leider nicht mehr möglich. Was weiterhin aber noch unterstützt wird, ist zum Beispiel ein Stride Footboard, wenn ihr den ganzen nutzen möchtet bzw. danach trainiert. Oder auch dann externe Brustgurte könnt ihr dann natürlich auch weiterhin mit der Uhr verbinden. Das ist alles kein Problem. Ebenfalls habt ihr dann auch die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel eine Insta360 oder eine GoPro habt, die könnt ihr dann auch mit der Uhr hier koppeln. Und das heißt also, wenn ihr jetzt zum Beispiel Skifahren seid, Mountainbike fahren seid, dann könnt ihr hier, wenn ihr euch aufnehmen wollt, das Ganze aus der Ferne starten und euch entsprechend, wie gesagt, aufnehmen. Des Weiteren habt ihr natürlich dann auch die Möglichkeit, hier auch noch Bilder zu machen bzw. Fotos zu schießen. Wie das Ganze hier mit der Corus Apex 2 Pro und der GoPro funktioniert, dazu habe ich mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir oben mal. Da kannst du es nochmal im Detail anschauen, falls dich das Thema näher interessiert. Das nächste spannende Thema ist natürlich die Akkulaufzeit und bei der Corus Uhren ist es so, dass Akkulaufzeit ist eigentlich gar kein Thema. Corus gibt hier auf der Webseite 30 Tage Laufzeit bei der Corus Apex 2 Pro an, während die Apex 1 mit etwa 17 Tagen Laufzeit im normalen Smartwatch-Betrieb hier angegeben wird. Bei dem Thema Workouts und GPS-Aufzeichnungen kommen wir hier bei allen Satellitennutzungen im Single-System bei etwa 45 Stunden Laufzeit bei der Apex 2 Pro raus und bei der Apex 2 sind es etwa 30 Stunden. Wenn ihr jetzt bei der Corus Apex 2 Pro noch das multiple GPS nutzt, also das bestmögliche GPS, was geht, da kommt dann hier auf etwa 26 Stunden Laufzeit heraus, was die Workout-Dauer angeht. Das sind jetzt die Herstellerangaben, die hier auf der Webseite aufgeführt werden. Normalerweise ist es so, dass die Herstellerangaben doch immer so eher Laborwerte sind und man das Ganze hier nicht so ganz voll nehmen sollte und beziehungsweise das Ganze mit Vorsicht genießen sollte. Aber hier muss ich sagen, dass die Herstellerangaben hier wirklich zutreffend sind. Ich habe das Ganze hier so etwas im Mischbetrieb genutzt. Das heißt also, ich habe 3 Workouts eine Stunde pro Woche gemacht und habe die Uhr auch 24/7 getragen und habe darüber hinaus noch die Herzfrequenzmessung nicht auf alle 10 Minuten, sondern auf sekündlich eingestellt. Das heißt also, hier wurde auch ständig die Herzfrequenz gemessen.
Was die smarten Funktionen angeht und auch die allgemeinen Widgets, die jetzt über den Sport hinausgehen, ist das Ganze bei der Coros Apex 2 und Apex 2 Pro dann sehr übersichtlich. Wir haben ja einmal die Möglichkeit, hier eingehende Nachrichten, die jetzt auf dem Handy eingehen, hier zu lesen. Ihr habt aber keine Möglichkeiten, diese dann zu beantworten. Darüber hinaus bekommt ihr noch ein zusätzliches Widget hier auf die Uhr, das ist der Sonnenaufgang, Sonnenuntergang-Widget. Hier bekommt ihr eine Übersicht, wann die Sonne aufgeht und untergeht, wie es der Name schon sagt, aber auch natürlich dann die Dämmerungszeit und ihr könnt euch das Ganze dann nochmal in der Zukunft anschauen, wie sich das Ganze dann entsprechend entwickelt. Leider haben wir hier keine App-Einbindung, wie ihr zum Beispiel bei Garmin, wo ihr das Ganze hier nochmal über Connect IQ erweitern könnt. Das ist so eine eigene App, da könnt ihr nochmal eigene Apps herunterladen und die Funktion der Uhr um einiges erweitern. Das gleiche ist auch mit den Zifferblättern. Ihr könnt nur die Zifferblätter nutzen, die euch Coros hier zur Verfügung stellt. Aber hier ist es auch so, dass Coros ständig neue Zifferblätter nachliefert. Das ist natürlich immer Geschmackssache, ob einem das gefällt oder nicht gefällt. Aber hier habt ihr auf jeden Fall immer wieder Nachschub, was Zifferblätter angeht. Es gibt aber keine Möglichkeiten, hier von Drittanbietern entsprechende Zifferblätter herunterzuladen. Argumentieren kann man natürlich das Ganze mit der Akkulaufzeit. Das Ganze ist dann im Coros-Kosmos, beziehungsweise der Entwickler hat dann die Hand drauf und kann das entsprechend kontrollieren, um hier natürlich die optimale Akkulaufzeit für die Uhren hier herauszuholen. Natürlich gibt es dann auch noch die Option, dass ihr hier euer Handy suchen könnt. Das heißt also, wenn ihr mal euer Handy verlegt habt und die App im Hintergrund läuft, dann könnt ihr natürlich dann auch mit der Coros Apex 2 und Apex 2 Pro dann entsprechend euer Handy suchen. Wir haben hier ja eine Sportuhr und das ist natürlich auch der Bereich Fitness interessant bzw. Fitness-Tracking. Wir haben hier einmal einen Etagenzähler an Bord, der natürlich eure Etagenzähler hier lauft. Da ist aber so, dass das Ganze nur einmal mitgezählt wird und an die Aktivkalorien kommt. Es gibt hier dann keine weiteren Auswertungen. Ebenfalls haben wir dann hier auch einen Schrittzähler verbaut, der, wie schon sagt, euch eure Schritte zählt. Da muss ich aber sagen, das Ganze ist hier etwas sehr konservativ gehalten. Also im Vergleich zu einer Apple Watch Ultra oder zu einer Garmin oder zu einer Polaruhr bekomme ich hier die wenigsten Schritte immer auf die Uhr angezeigt. Ich kann es natürlich jetzt nicht genau verifizieren, was ich jetzt hier laufe, aber alle genannten Uhren haben hier etwa mehr Schritte als hier die Coros Apex 2 Pro. Natürlich haben wir dann auch noch einen Aktivkalorienzähler dabei, der nur eure Aktivkalorien zählt und natürlich dann eine Übersicht der Aktivitätsminuten, das heißt also, wie viele Minuten ihr euch am Tag entsprechend bewegt habt. Ein weiterer wichtiger Aspekt natürlich für die Erholung bzw. Regeneration ist auch das Schlaftracking. Ebenfalls bietet hier die Coros Apex Uhren auch das Schlaftracking an. Hierbei werden dann die Wachphasen, REM-Phasen, aber auch die Leichtschlafphasen als auch die Tiefschlafphasen erfasst und entsprechend hier grafisch dargestellt. Dabei hat sich das Schlaftracking gegenüber den Vorgängermodellen deutlich gebessert. Also ich habe jetzt nur noch so einen Toleranzrahmen von 5 bis 10 Minuten gehabt, was die Abweichung war, wenn ich auf die Uhr geschaut habe, wenn ich entsprechend wach geworden bin. Natürlich kann man das Ganze hier nicht mit dem Schlaflabor vergleichen, da sind die Werte nochmal genauer. Also gerade bei REM-Phasen, als auch Tiefschlafphasen, da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben. Wie gesagt, da bekomme ich bessere Werte, wenn ich im Schlaflabor bin. Aber als grobe Orientierung ist das auf jeden Fall hilfreich. Was ich aber ein bisschen schade finde, wir haben einmal nicht die Option, dass der HRV-Status im Schlaf gemessen wird. Wir haben aber auch keine Kombination der verschiedenen Daten, die wir hier sammeln im Fitnessbereich. Das heißt also, wir messen ja auch 24 die Herzfrequenz und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, wenn man so eine Art Ressourcenmonitor hätte, wie wir es bei Suunto zum Beispiel haben oder wie bei Garmin so eine Art Body Battery, um einfach so eine Übersicht zu bekommen, wie ist mein aktueller Zustand, ist es alles in Ordnung, bin ich vielleicht krank etc. Solche Sachen sind leider aus den Daten nicht so direkt ablesbar, beziehungsweise man muss sich schon ein bisschen mehr auskennen und wird nicht so direkt an die Hand genommen. Da würde ich mir auf jeden Fall von Coros wünschen, dass in ferner Zukunft hier in dem Bereich auch was kommt. Ebenfalls habt ihr auch die Möglichkeit, den HRV-Status manuell zu messen. Ich habe ja schon gesagt, beim Schlafen direkt wird er nicht gemessen, aber ihr könnt das Ganze, wie gesagt, hier ausführen. Die HRV-Messung, also die Herzfrequenz-Variabilitätsmessung, erfolgt dann hier im Sitzen bzw. im ruhigen Zustand. Ihr müsst dann den Finger auf die Lünette halten und dann bekommt ihr dann auch die Daten angezeigt und auch so eine Grafik, ob das Ganze hier gut oder schlecht ist. Dabei würde ich euch aber empfehlen, das immer zum gleichen Zeitpunkt zu machen, um hier einen Vergleichswert zu haben. Empfehlenswert war hierbei direkt nach dem Aufstehen, gerade hier einfach sich hinzusetzen und das Ganze zu messen, damit ihr auch dann über die Tage oder die Wochen hier entsprechende Vergleiche habt. Auch hier ist es so, wenn ihr euch mit dem Thema nicht so ganz auskennt, dann könnt ihr nicht so viel damit anfangen. Ihr wisst, okay, ist jetzt gut oder schlecht, könnt es aber natürlich nicht entsprechend einschätzen. Und daher würde ich mir an dieser Stelle auch wünschen, dass man das Ganze ein bisschen mehr aufarbeitet und einfach auch Neulingen zeigt, was das Ganze eigentlich für dich heißt. Und gerade der Herzfrequenz-Variabilitätsstatus ist ein guter Indikator dafür, wie ihr erholt seid, beziehungsweise ob euer Körper nachts gestresst war, ob ihr runtergekommen seid. Das könnt ihr daraus ablesen. Gerade so Einflussfaktoren wie Alkohol oder auch anstrengende Workouts, die ihr vorher gemacht habt, oder schlechten Schlaf etc. wirken sich hier
hier negativ aus und so wisst ihr dann immer, wie die Regeneration sich dann entsprechend hier bei euch widerspiegelt. Ja, und wenn wir schon beim Thema Herzfrequenzvariabilität sind, kommen wir natürlich auch zur Herzfrequenzmessung. Wir haben ja hier ein 24/7 Herzfrequenzmesser eingebaut. Das Ganze läuft hier optisch. Dabei ist auch noch ein Pulsoximeter. Dieser könnt ihr aber nur manuell ausführen, beziehungsweise wenn ihr dann ab 2500 Meter Höhe unterwegs seid, wird das Ganze dann automatisch auch gemessen. Alles darunter wird dann hier nur über manuelle Messung erfasst. Darüber hinaus habt ihr dann auch noch die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel Swift trainiert oder andere Geräte nutzt, die hier per Bluetooth Herzfrequenz empfangen können. Ihr habt dann auch die Option mit der Uhr hier die Herzfrequenz über Bluetooth zu senden. Das wird einfach hier direkt über eine App oder ein Widget aktiviert und dann könnt ihr die Daten entsprechend an das Endgerät hier senden und habt hier alles auf einer Datenbasis. Ja, wie sind aber die optischen Daten dann gegenüber eines Brustgurtes? Ich habe das Ganze mit dem Garmin HRM Pro Gurt in mehreren Läufen oder bei mehreren Läufen getestet. Und so kam ich doch immer auf sehr solide Werte, es hat immer so etwa gepasst. Interessant wurde das Ganze aber, wenn es kühler wird, und das habe ich aber bei anderen Uhren auch schon gehabt, dass der optische Herzfrequenzsensor gerade bei 0 Grad und auch bei Minustemperaturen hier massive Abweichungen hat. Wie gesagt, mit Polar hatte ich das Problem genauso. Hier war ich zum Beispiel beim Workout unterwegs, wo ich viel gestanden bin, wieder losgelaufen bin, viel gestanden bin und das Ganze war so bei etwa -3 Grad. Und wir können ganz gut in der Grafik erkennen, dass ab diesem Wert scheinbar hier die Probleme auftreten. Und gerade hier muss ich sagen, wenn ihr da bei solchen Temperaturen unterwegs seid, solltet ihr doch eventuell zu einem Brustgurt zurückgreifen. Das ist jetzt aber kein Chorus-spezifisches Problem. Wie gesagt, das habe ich hier mit anderen Sportuhren, auch mit der Apple Watch Ultra, die mit Abstand den besten Herzfrequenzmesser habe ich dieses Problem ebenfalls gehabt. Ein Hauptgrund, warum man sich natürlich so eine Uhr zulegt, sind natürlich die Sportaktivitäten, die wir durchführen können. Die Uhr unterstützt hier alle gängigen Sachen, wie zum Beispiel Laufen, Radfahren, sowohl Indoor als auch Outdoor. Aber auch zum Beispiel Seilspringen wird hier unterstützt. Ebenfalls ist auch beim Bereich Wasser hier einiges dabei. Wir haben hier zum Beispiel Wassersportarten wie Rudern, auch hier Indoor, Outdoor, aber auch Wildwasser, Stand-Up-Paddling oder auch natürlich das klassische Schwimmen wird ebenfalls damit unterstützt. Auch Wintersportler kommen hier nicht zu kurz. Wir haben zum Beispiel auch Skitouren, Langlauf und auch Skifahren und Snowboarden dabei. Darüber hinaus haben wir natürlich auch die Option des Multisports, also da könnt ihr entsprechend hier was einstellen, aber auch Triathlon wird hier von der Coros Apex 2 Pro unterstützt. Ihr habt dann bei jeder Aktivität auch die Möglichkeit, nach euren eigenen Bedürfnissen bzw. wie ihr das Ganze haben wollt, auch die Datenfelder einzustellen. Hier gibt es auch keine Beschränkung. Ihr könnt das Ganze so machen, wie ihr das möchtet. Das heißt, wenn ihr das nicht haben wollt, macht es einfach raus, beziehungsweise wenn ihr Daten haben möchtet, macht sie entsprechend rein. So könnt ihr zum Beispiel im Laufen das Ganze über die Wattmessung machen, weil die Uhr unterstützt hier auch Wattmessung an Handgelenk, aber auch zum Beispiel den Coros Pod anschließen. Es gibt jetzt mittlerweile den Coros Pod in der zweiten Version und da könnt ihr euch zum Beispiel die Felder Boden-Kontaktzeit, aber auch vertikales Verhältnis oder auch die Laufbalance hier entsprechend anzeigen lassen. Eine große Stärke im Bereich Training ist auch das Trainingshub, was hier Coros anbietet. Das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber allen anderen Herstellern, die wir hier auf dem Markt haben, also zwischen Polar, Garmin und Suunto. Das Ganze könnt ihr euch vorstellen, ist wie Training Peaks, falls ihr das schon mal genutzt habt. Das ist eine Datenbank, wo ihr einmal eine komplette Übersicht über euren aktuellen Leistungszustand bekommt. Ihr könnt aber auch eigene Trainings erstellen und habt so anhand des Trainings, das ihr jetzt in die Zukunft erstellt, seht ihr auch, wie ihr euch entsprechend entwickelt. Darüber hinaus gibt es ja auch einen Trainermodus, das heißt also der Trainer kann euch entsprechende Workouts hier zur Verfügung stellen. Ihr könnt aber auch wie gesagt eigene Workouts erstellen, aber auch Trainingspläne sowohl von Stryd als von Coros selber hier direkt implementieren und diese dann entsprechend nutzen oder beziehungsweise danach trainieren. Und wenn ihr die Workouts erstellt habt bzw. Trainingsplan bekommen habt, dann wird das Ganze hier auf die Uhr übertragen und könnt entsprechend hier einen strukturierten Workout durchführen bzw. bekommt dann auch Anweisungen während des Trainings, was ihr dann entsprechend machen sollt und wie ihr dann eure Ziele erreichen könnt. Aber um eure Trainingsdaten einsehen zu können, müsst ihr nicht zwingend jetzt in die Coros App einloggen, auch nicht zwingend jetzt in den Trainingshub. Ihr bekommt hier auch schon einiges an der Uhr angezeigt. So habt ihr zum Beispiel hier einmal eine Laufleistungsübersicht. Das ist ein Widget, was euch jetzt anzeigt, wie euer letzter Lauf war. Also es ist eine Laufleistung. Das Ganze wird verglichen mit der Vergangenheit. Das heißt also, wenn ihr hier über 100% seid, dann habt ihr einen sehr, sehr guten Lauf gemacht, also viel besser als in der Vergangenheit. Darüber hinaus bekommt ihr dann auch noch eine Laufprognose angezeigt, sowohl für 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon. Das Ganze setzt sich einmal zusammen aus der Absolutzeit, also die Zeit, die geschätzt wird, aber auch, und das finde ich fast viel interessanter und hilfreicher, ist die effektive Pace, die ihr dann laufen sollt. Und das Ganze ist auch so, dass ihr natürlich umso weniger ihr lauft, umso schneller die Pace dann ist, beziehungsweise umso länger ihr lauft, entsprechend muss natürlich auch die Pace langsamer sein, damit ihr das Ziel erreicht. Und so habt ihr dann für den Wettkampf eine Orientierung, wie eure Pace ist, beziehungsweise wie ihr sie laufen sollt, damit hier alles im Einklang ist, beziehungsweise hier die optimale Zeit erreicht.
Ebenfalls haben wir natürlich dann auch noch ein Trainingsload-Widget, da bekommt ihr dann die Übersicht, ob ihr dann im Leistungsbereich unterwegs seid, also im optimalen Bereich, ob ihr darunter seid, darüber seid. Das ist so eine kleine Hilfsrichtung, um zu sehen, okay, ich mache jetzt vielleicht zu viel Training oder ich mache zu wenig Training, und so habt ihr das Ganze hier direkt auf der Uhr in der Übersicht. Natürlich darf auch der wichtige Aspekt der Erschöpfung nicht fehlen. Hier wird dann auch angezeigt, wie erschöpft ihr dann seid. Man könnte es jetzt sagen, ich habe ja schon ein bisschen kritisiert, es gibt keinen Ressourcenmonitor. Das kann man jetzt hier vielleicht ein bisschen zur Hand nehmen oder zu Rat nehmen, weil hier wird dann entsprechend auch angezeigt, ob ihr dann erholt seid oder nicht erholt seid, und wisst dann genau, wie ihr dann euer nächstes Workout angehen könnt. Last but not least haben wir noch das Erholungswidget. Das hat aber mit dem Erschöpfungswidget jetzt direkt nichts zu tun. Da geht es einfach wirklich nur darum, wann war der letzte Workout und wie habt ihr euch entsprechend hier seitdem erholt, beziehungsweise seid ihr erholt oder solltet ihr etwas kürzer treten und eure Workouts ein bisschen reduzieren. Ich hatte ja schon das Trainingshub von Coros angesprochen. Das Ganze ist hier direkt über den PC. Ihr habt natürlich auch eine Coros-eigene App. Und hier bekommt ihr im Evolab nochmal alles angezeigt, was das Training angeht, also eine komplette Übersicht. Da gibt es auch den sogenannten Marathon-Level. Hier wird ein entsprechender Wert ermittelt, wie ihr jetzt aktuell mit eurem Fitnessstand einen Marathon bestreiten könnt. Und das ist so ein bisschen Richtwert, wie euer Fitnesszustand sich nach und nach entwickelt. Beim Thema App muss ich aber sagen, leider ist hier nicht alles übersetzt. Also das meiste ist schon übersetzt, aber wenn ihr gerade noch in Tooltips hineingeht und wenn ihr was nicht wisst, was nachschauen wollt, das Ganze ist leider noch auf Englisch. Das ist jetzt schon eine ganze Weile so. Ich hoffe, dass Coros hier noch nachbessert bzw. nachbessern lässt, da jetzt nicht jeder Englisch spricht und hier vielleicht Probleme hat. Ich möchte einfach an dieser Stelle erwähnen, dass nicht alles hier in der App übersetzt ist. Eine Funktion, die Coros Epix 2 und Epix 2 Pro ebenfalls anbietet, ist auch die Navigation. Wir haben hier auf der Coros-Uhren eine Karte verbaut, beziehungsweise es ist eine Karte mitgeliefert. Ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr noch Turbokarten haben wollt, diese separat zu installieren. Speicherplatz ist auf der Uhr auf jeden Fall genug vorhanden, um das Ganze hier für mehrere Länder durchzuführen. Und hier ist es so, Coros hat ja angekündigt, dass demnächst hier ein Update kommen soll auf der App, dass ihr dann auch Touren auf der Coros App selber planen könnt. Das ist jetzt aktuell zum jetzigen Zeitpunkt, also wir sind jetzt Anfang Februar, leider noch nicht möglich. Daher seid ihr, was das Thema Planung oder Routenplanung angeht, immer noch an Drittanbieter-Apps gebunden. Ihr habt zum Beispiel die Möglichkeit, das Ganze über Komoot zu machen. Komoot ist, ich nenne immer Komoot, weil es einfach der verbreitete Standard in Deutschland ist. Hier ist auch so, es wird eine Schnittstelle angeboten. Das heißt also, die Routen werden auch synchronisiert. Was hier leider nicht synchronisiert werden, wenn ihr Komoot nutzt, sind Abbiegehinweise. Die bekommt ihr hier auf die Uhr nicht angezeigt, beziehungsweise ihr bekommt dann nur, wenn ihr die Routen verlasst, hier eine Warnung, dass ihr die Routen verlasst. Wenn ihr Abbiegehinweise auf den Coros Epix Uhren haben möchtet, also auch jetzt hier bei der 2er und 2 Pro Version, dann müsst ihr das aktuell noch über Plotted Route planen. Das ist ein separates Tool bzw. Planungstool, das hier die Abbiegehinweise unterstützt. Da müsst ihr dann GPX-Files entsprechend herunterladen und diese auf die Uhr übertragen, und dann bekommt ihr auch die Abbiegehinweise auf die Uhr. Wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze aussieht, habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, das verlinke ich dir oben mal, das kannst du mal anschauen. Da habe ich mal gezeigt, wie man das Ganze plant und wie das hier mit den Abbiegehinweisen funktioniert. Wenn man die Navigation dann hier durchführt, ist es auch wirklich hier, was die Abbiegehinweise angeht, sehr präzise. Das heißt also, ihr bekommt dann auch wirklich kurz vorher noch einen Abbiegehinweis angezeigt und ein Signal auf die Uhr, und ihr verpasst auf jeden Fall hier keine Kreuzung. Auch habt ihr hier standardmäßig schon mal eine Karte verbaut. Hier ist aber so, hier sind keine Straßennamen dabei, es sind einfach nur Straßen eingezeichnet. Bei Garmin haben wir ja noch Straßennamen dabei, das haben wir jetzt entsprechend hier nicht. Aber zur Orientierung ist das hier allemal ausreichend. Das heißt also, auch wichtige Landschaftspunkte oder auch Merkmale sind hier in der Karte verzeichnet. Und wenn ihr euch mal orientieren müsst, ist es hier auf jeden Fall kein Problem. Und hier kommt dann ein großer Vorteil des Touch-Displays, weil ihr könnt dann entsprechend hier per Touch dann auf der Karte sich bewegen. Gerade wenn ihr irgendwas sucht, ist das hier kein Problem. Aber wenn dich das Thema Navigation noch tiefer interessiert, also wenn du auch sehen möchtest, wie das Ganze hier dann abläuft, dazu habe ich mal ein Praxisvideo gemacht, das verlinke ich dir oben mal, da kannst du es dann auch mal ganz im Detail anschauen. Wenn wir Aktivitäten aufzeichnen, ist natürlich auch GPS hier ein interessanter Faktor. Wir haben hier alle gängigen Satellitensysteme verbaut, das heißt also sowohl Galileo, GPS, GLONASS, aber auch die japanische und die chinesische Standards sind hier enthalten. Dabei gibt es hier einen Unterschied. Wir haben hier die Möglichkeit, bei der Epix 2 nur alle Satellitensysteme im Single-System zu nutzen, und bei der Epix 2 Pro könnt ihr das Ganze mit allen Systemen im dualen System benutzen. Was heißt das alles? Im dualen System wird einfach nochmal genauer berechnet, wo eure Position ist. Das kommt gerade da zu tragen, wenn ihr tief im Wald seid oder zwischen Felsen, bekommt ihr einfach nochmal einen besseren, genaueren Standort hin, als nur mit dem Single-System. Ihr habt bei den Coros-Uhren dann auch die Möglichkeit, es gibt hier ein Widget, um euch die Satelliten anzeigen zu lassen. Das fand ich eigentlich mal ganz interessant, das zu sehen. Man nutzt es jetzt nicht so oft,
Aber wenn ihr es dann ausführt, dann könnt ihr mal sehen, was über euch alles so wegfliegt und dann wisst ihr dann, okay, die und die Satelliten sind entsprechend hier gerade an meinem Standort. Was das GPS-Bild angeht, so habe ich das Ganze mal mit der Garmin Apex 2 im Multiband verglichen. Das heißt also, beide Systeme sind hier im multiplen GPS gelaufen. Und so habe ich bei dichter Bewaldung doch einen kleinen Unterschied gegenüber der Garmin-Uhr bekommen. Die Garmin-Uhr hat das Ganze schön auf der Strecke abgebildet, während ich mit der Coros Apex 2 Pro an dem Teil, wo ich unterwegs war, dann auch im Wasser gelaufen bin, zumindest laut GPS-Daten. Und das ist natürlich hier an der Stelle etwas unglücklich. Sobald wir etwas mehr Licht und Schatten bekommen, als die Bäume etwas weniger wurden, bekommen wir hier wieder ein sauberes Bild angezeigt, beziehungsweise auch fast ein identisches Bild. Da möchte ich aber festhalten, dass das Ganze auch ein Software-Thema ist. Das heißt also, man kann es hier über Software verbessern, weil ein Algorithmus dahinter ist. Es kann auch sein, dass jetzt, wenn du die Uhr hast, das mittlerweile behoben worden ist und diese Problematiken gar nicht mehr auftreten. Auch wenn ihr auf der Startbahn unterwegs seid, die Meter stimmen, also wenn ihr dann wirklich 400 Meter Bahn lauft, dann lauft ihr auch wirklich 400 Meter. Auch was die Distanzen angeht, so bekommen wir auch wirklich die Distanzen angezeigt. Ich hatte dann zwischen den Uhren, die ich hin und her getestet habe, also zwischen Polaruhren, Garmin-Uhren, kam immer so eine Abweichung von etwa 10, 20, 30 Meter hin. Aber da sind wir wirklich in einem Fehlerbereich, was hier GPS einfach hat. Um diese Fehler zu vermeiden bzw. exakte Werte zu bekommen, ist natürlich hier ein Laufport sehr hilfreich. Zum Beispiel jetzt hier von Coros in der zweiten Version der Laufport. Wenn ihr den verbindet, der kann noch mal viel besser eure Distanz messen und so habt ihr dann auf jeden Fall exakt die Werte dann hier in der Trainings-App. Aber insgesamt muss ich sagen, was die GPS-Messung angeht, bin ich mit der Uhr hier wirklich sehr zufrieden. Ich würde sogar empfehlen, das Ganze hier im Single-Modus zu nutzen. Also das Dual-Modus hatte ich einfach mal für Testzwecken genutzt, jetzt gerade für diesen Bereich, wo ich im Wald unterwegs war. Aber im Regelfall langt das völlig im Single-Modus zu nutzen, da auch bei kleinen Abschaltungen hier das völlig ausreichend ist und ihr deutlich mehr Akkulaufzeit hier habt. Ja, dann kommen wir auch schon zum Fazit, für wen ist diese Uhr geeignet. Wenn ihr jetzt Läufer seid, können wir natürlich sagen, die Coros Pace 2 ist hier eine gute Einstiegsuhr. Die bietet ja auch schon viele Sachen wie die Coros Apex 2 Pro. Wenn ihr jetzt das Ganze etwas robuster haben wollt, also mit Saphirglas und schön leicht, mit langer Akkulaufzeit, dann ist auf jeden Fall die Coros Apex 2 Pro bzw. die Coros Apex 2 eine Wahl. Darüber hinaus bekommt ihr hier noch eine sehr gute Navigation und gerade im Hinblick darauf, dass ja Coros eine eigene Routenplanung einführen will, habt ihr hier alles in einem System. Darüber hinaus bekommen wir bei den neuen Modellen jetzt auch das bessere GPS, also gegenüber den Vorgängermodellen, sowohl jetzt auch alle Systeme als auch dann hier bei der Pro-Version im dualen System. Und hier wirft sich natürlich die Frage auf, wie gut schlägt sich das Ganze gegenüber der Konkurrenz. Die Phoenix 7, die ich hier zum Beispiel als direkte Konkurrenz sehe, bietet im Preissegment, bei dem sich jetzt gerade die Coros Apex 2 Pro bewegt, kein multiples GPS an. Das heißt also, hier müsst ihr auf die teure Uhr ausweichen. Ebenfalls hat die Phoenix 7 in dem Preissegment auch kein Saphirglas verbaut. Auch hier müsst ihr zu der deutlich teuren Uhr zugreifen, um hier diese Ausstattung zu bekommen, die hier die Coros Apex 2 Pro bietet. Was ich mir bei Coros aber noch wünschen würde, ist eine Aufarbeitung der App. Die finde ich leider noch nicht so ganz optimal. Es wird zwar Schlaftracking angezeigt und alle Daten sind auch irgendwie da, aber so richtig aufgearbeitet wird das Ganze dann doch noch nicht. Nichtsdestotrotz ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis hier eine wirklich Top-Uhr und wenn ihr gerade tief im Laufsport seid und ab und zu mal wandern geht und eine gute Uhr haben möchtet, dann seid ihr hier bei der Coros Apex 2 und Apex 2 Pro wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Mit dem einen Manko natürlich, dass hier teilweise nicht alles in der App übersetzt ist, beziehungsweise manches noch auf Englisch ist. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Eindruck geben, was die Coros Apex 2 Pro angeht. Wenn dich noch mehr zum Thema rund um Coros interessiert, ich verlinke dir oben mal eine Playlist rund um Coros, da kannst du mal reinschauen. Da sind auch noch so ein paar Tutorials dabei für die Uhr oder beziehungsweise für Coros allgemein. Beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe unten eine Best-of-Playlist, da kannst du auch mal reinschauen. Da siehst du, was sonst noch alles hier auf dem Kanal stattfindet. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.